Hallo ihr Lieben, habt ihr Lust auf ein schnelles, gesundes und richtig leckeres Fischgericht? Heute gibt es gebratenen Kabeljau auf cremigen Kürbispüree. Super einfach gemacht und perfekt für den Herbst. Also, lasst uns direkt loslegen. Ich freue mich riesig, auch dieses Jahr wieder bei der wichtigen Kampagne Check deinen Fisch von MSC und ASC dabei zu sein. Die Kampagne möchte darauf aufmerksam machen, dass Nachhaltigkeit beim Fischkauf kein leeres Versprechen sein darf. Mir ist es wichtig, darauf zu achten, wo die Fisch- und Meeresfrüchte, die ich kaufe, herkommen und wie die gezüchtet und gefangen wurden. Wenn du beim Kauf für Produkte mit MSC und ASC Siegel entscheidest, belohnst du Fischereien und Zuchtbetriebe, die besonders strenge Standards einhalten. Darum check deinen Fisch. Dieses Gericht wird mit wenigen Zutaten zubereitet und ist eine Kombination aus Herbstaromen. Bevor wir mit dem Zubereiten aber anfangen, müssen wir erst den Fisch auftauen lassen. Also ich habe mich heute für den Tiefkühl Kaltwasser Wildkabeljau entschieden. Und wenn du auch Tiefkühlkabeljau genommen hast, dann erst auftauen lassen. Also auf der Verpackung steht vakuumierten Beutel 15 Minuten in lauwarmes Wasser legen und ich stelle mir auch direkt den Timer. Und das passt auch perfekt, weil genau diese Zeit, diese 15 Minuten brauchen wir ungefähr, um das Püree zubereiten. Also dafür brauchst du Kürbis, so ein mittelgroßes Kürbis und wir brauchen eine Hälfte davon. Und dann das Innere entfernen. Ich nehme gerne Bio-Kürbis, weil dann muss ich den Kürbis nicht schälen und wer Kürbis schon einmal geschält hat, weiß, wie aufwendig das ist. Dann den Kürbis in kleine Würfel schneiden. Und dann gebe ich den Kürbis schon in meinen Topf. Für das Püree nehme ich gerne Kartoffeln, weil die noch eine zusätzliche Cremigkeit geben. Und die Kartoffeln erst schälen und dann auch in kleine Würfel schneiden. Und dann auch die Kartoffelwürfel ins Topf geben und dann mit Salz würzen. Das Ganze mit Wasser bedecken und zum Köcheln bringen. Nachdem es köchelt, etwa 10 bis 15 Minuten weich köcheln lassen. Währenddessen ist auch mein Fisch schon aufgetaut, also erst werde ich das Wasser abgießen und die Filets aus der Verpackung holen, leicht abtupfen und dann ins Kühlschrank legen. Den Kabeljau braten wir erst, wenn das Püree fertig ist. So bleibt er schön saftig. Nach etwa 10 bis 15 Minuten einfach prüfen, ob die Gemüse weich geworden sind. Jetzt sind bei mir schon die Kartoffeln und auch die Kürbisstückchen schön weich geworden. Dann vom Herd nehmen und der Herd kann auch anbleiben. Wir können jetzt die Pfanne für die Kabeljaufilets warm machen, also bei mittlerer Hitze. Und dann mag ich noch etwas Kochwasser zur Seite lassen. Also du könntest etwas Sahne oder Milch dazugeben. Ich mag das nicht. Ich mag Kochwasser zur Seite lassen, weil ich finde, dass das Kochwasser so einen richtigen schönen Geschmack von den Gemüsen hat und daher mache ich mein Püree so. Also wenn du das so machst wie ich, dann jetzt etwas Kochwasser zur Seite lassen und das restliche Wasser abgießen. Und dann gebe ich noch ein Stück Butter dazu und würze leicht mit Muskatnuss, je nach eigenem Geschmack, und etwas Zimt. Und zum Schluss noch frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Dann lasse ich das zuerst zur Seite und hole meinen Fisch aus dem Kühlschrank. So, dann die Filets noch von beiden Seiten gut mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen.
Ich habe mich heute für Kabeljau entschieden, weil er einen milden Geschmack hat und perfekt zum Gericht passt. Generell finde ich es aber wichtig, abwechseln und ab und zu neue Fischarten und Meeresfrüchte zu probieren. So wird nicht nur eine Art überlastet. Wenn ich Wildfangfisch kaufe, achte ich immer auf das MSC-Siegel. MSC-zertifizierte Fischereien fangen nur so viel, wie nachwachsen kann. Sie halten sich dabei an die Vorgaben von Wissenschaftlern, die den Zustand der Fischbestände überwachen. So tun wir auch etwas Gutes für die kommenden Generationen. Jetzt kommt der Kabeljau in die Pfanne, also den Pfannenboden schön mit Olivenöl bedecken, die Filets da reinlegen und von einer Seite schön golden anbraten. Danach einmal umdrehen, etwas Butter und frischen Thymian dazu geben und auch von der anderen Seite schön golden anbraten. Und jetzt können wir auch schon mit dem Kürbispüree weitermachen und ich nehme auch meine Kabeljau-Filets vom Herd, weil der Kabeljau so sehr zart ist. Es braucht nicht viel Zeit und ich mache die Deckel drauf. So bleibt es auch schön saftig und die Aromen verteilen sich noch. Es duftet schon richtig schön lecker nach Thymian. Und jetzt gebe ich ganz bisschen Kochwasser. Am besten gibst du es ganz bisschen Wasser dazu und pürierst das Ganze. Und wenn du merkst, dass es Wasser fehlt, dann einfach anpassen. Und dann, wenn du magst, also mit so einem Stabmixer wird die Püree nicht ganz ohne Stückchen. Also wenn du möchtest, dass es ganz ohne Stückchen ist, dann noch durch den Sieb pressen. Und jetzt können wir schon anrichten. Das cremige Kürbispüree auf dem Teller verteilen, den Kabeljau darauf legen, mit frischen Thymian garnieren und zum Schluss mit der Thymianbutter beträufeln. Und fertig ist dein leichtes, leckeres Herbstgericht. Cremiger Püree mit zartem Fisch. Eine perfekte Kombination. Super einfach gemacht, aber so viel Geschmack. Richtig lecker, herbstlich. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen und du musst dann unbedingt mal auch testen. Es wird dir bestimmt auch schmecken. Mit Rezepten wie diesen möchte ich dir zeigen, dass nachhaltiger Fisch richtig lecker und einfach zuzubereiten ist. Achte beim Kauf auf das MSC und ASC-Siegel. So unterstützt du die Fischereien und Zuchtbetriebe, die unsere Flüsse und Meere schützen. Im Rahmen der Kampagne Check deinen Fisch, die gerade im September läuft, gibt es von mir noch ein zweites Rezept. Mediterrane Dorade aus der Heißluftfritteuse. Diesmal ASC-zertifizierte Dorade aus verantwortungsvoller Zucht. Einfach schnell gemacht und richtig lecker, also nicht verpassen. Und wenn dir das Rezept für die gebratene Kabeljau auf Kürbispüree gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.